Hallo Sebastian, schön dich zu sehen. Wir wollen uns heute um die Veränderungen im Steuersystem in Dubai unterhalten. Und zwar am 1. Juni oder seit dem 1. Juni gilt auch in Dubai für Unternehmen und Freiberufler eine Gewinnsteuer. Und davon betroffen sind auch Firmen in the Free Zone. Kannst du uns so ein bisschen in das Thema einführen und erzähl uns auch, wie überraschend diese Entwicklung für dich kam? Genau, gerne. Also, dass Dubai oder besser gesagt die Vereinigten Arabischen Emirate diese Körperschaftssteuer, diese sogenannte Körperschaftssteuer von 9% einführen, die ja auch für Unternehmen und Freiberufliche gilt, grundsätzlich für jeden, der einen Umsatz von mehr als 750.000 Euro macht. War jetzt schon lange bekannt. Das war von langer Hand vorbereitet gewesen. Es wurde aber erst am letzten Donnerstag, also am 1. Juni, an dem Tag, als letztlich diese Steuer in Kraft gesetzt wurde, verkündet, welche der sogenannten Free Zone Companies eigentlich davon betroffen sind. Was sind Free Zone Companies? Also in Dubai bzw. in den Emiraten gibt es eben etliche Free Zones, Freihandelszonen, wie man so schön sagt auf Deutsch. Und Firmen, die dort ansässig sind, sollten eben hier steuerlich begünstigt werden und sollten eigentlich, so war zumindest die Aussage in früheren Gesetzentwürfen, auf ausländische Erträge diese Steuer nicht bezahlen müssen. Die riesige Überraschung war nun, dass gemäß dem eigentlichen Gesetzestext jetzt eigentlich fast alle Free-Zone-Firmen, ich würde sagen 99% aller Free-Zone-Firmen, doch von der Körperschaftssteuer betroffen sind und diese bezahlen müssen. Das war ein Riesenschock. Ich weiß, dass Mandanten, die wir in Dubai haben, die Koffer packen und abreisen. Ich denke, dass für die meisten damit der Standort Dubai sich erledigt hat und nicht mehr attraktiv ist. Denn was ich in Dubai erreichen kann, jetzt mit 9%, kann ich auch mit weit weniger Aufwand irgendwo in Europa erreichen. Dafür muss ich nicht in die Wüste ziehen, gigantische hohe Kosten in Kauf nehmen. Jetzt sagtest du, dass es fast 99% der Unternehmen in der Free Zone betrifft. Gibt es aber auch ein paar Ausnahmen? Also gibt es immer noch Firmen, die von dieser Steuerregelung nicht betroffen sind? Doch, natürlich. Es gibt also eine Liste von Branchen und diese Branchen sind nicht von der Körperschaftssteuer betroffen. Die lese ich jetzt auch gleich mal vor. Aber du wirst sehen, wenn du die Liste angehört hast, die meisten Unternehmer werden mit Sicherheit nicht dazu zählen. Also, die Liste der Branchen sind Unternehmen, also die in der Herstellung von Waren oder Materialien tätig sind, Verarbeitung von Waren und Material, Rückversicherung, Halten von Aktien und Wertpapieren, Besitz, Management und Betrieb von Schiffen, Fondstätigkeiten, Vermögens- und Anlageverwalten, Head-Office-Tätigkeiten, gruppeninterne Treasury- und Finanzierungsdienstleistungen, Finanzierung und Leasing von Flugzeugen, Transport von Waren oder Materialien in oder aus einer bestimmten Free Zones, Logistikdienste und alle Nebentätigkeiten zu den oben aufgeführten Tätigkeiten. Ja? Also im Grunde genommen, klar, also wenn man dort jetzt tatsächlich was herstellt, ich kenne niemanden, der dort irgendwas herstellen würde in dieser Free Zone. Also ich meine jetzt wirklich physische Produkte herstellt, Waren, Materialien. Ich kenne keinen, der in den Free Zones was herstellt. Dann ist man davon befreit und ansonsten halt Holding-Tätigkeiten, bestimmte regulierte Finanzdienstleistungen. Aber so der typische Mandant, der letztlich eine Firma gegründet hat in Dubai, um dann Beratungsrechnung zu stellen an verschiedene Mandanten oder auch irgendwelche Internetportale zu betreiben oder E-Commerce zu machen oder sonst irgendwas, komplett kann man alles vergessen. Erklär uns so ein bisschen, und wir hatten uns vorhin schon darüber unterhalten, wieso meinst du, ist es zu dieser Regelung gekommen? Was hat sich innerhalb des Landes verändert, dass man sagt, okay, wir besteuern jetzt Unternehmen, die vorher von der Steuer ausgeschlossen waren, so? Naja, also grundsätzlich geht es um zwei Dinge. Zum einen will natürlich die Regierung in den Vereinigten Arabischen Emiraten weg vom Öl und zu einer Wirtschaft kommen, die eben nachhaltig ist, ohne dass man vom Öl abhängig ist. Und da muss natürlich irgendwelche Einnahmensquellen haben. Und dort ist also eine solche Körperschaftssteuer natürlich sinnvoll. Zumal man natürlich definitiv sagen muss, dass die im internationalen Vergleich sehr gering ist, wenn nicht eine der geringsten, die man kennt. Der andere Grund ist, dass Dubai und die Emirate extrem Druck bekommen haben von außen, von der EU, von der OECD, damit sie nicht mehr dieses Eldorado sind für Steuerhinterzieher, für Geldwäscher, für die Russenmafia und so weiter und so fort. Deswegen ist hier ein Steuersystem eingeführt worden mit relativ strengen Regeln. Ich meine, was ja auch noch dazu kommt,
es ist ja logisch, was sich jetzt hier ergibt aus diesen Regelungen, ist natürlich, dass es auch jeder Buchhaltung machen muss. Das muss ja bisher auch niemand machen, zumindest bei einer Freezone Company. Ja. Jetzt muss ja jeder Buchhaltung machen. Es gibt zum Teil Buchprüfungsvorschriften. Wer die 0%-Regelung in Anspruch nimmt, muss sowieso komplett hier testierte Bilanzen vorlegen. Also ich meine, das kommt ja auch noch dazu. Ja, also da ist also wird es relativ viel Aufwand sein, in Zukunft so eine Dubai-Firma zu betreiben. Jetzt wird ziemlich deutlich aus deiner Sprachwahl und wie du dich ausdrückst, wie schockiert und überrascht du über diese Entwicklung bist. Du sagtest auch, dass Dubai dadurch offensichtlich an Attraktivität verliert. Gib uns ein bisschen Einblick in die Gespräche, die du mit deinen Mandanten im Moment hast, die dort ansässig sind und natürlich jetzt in einer ganz anderen Situation sind, als sie es noch vor 2 Wochen waren. Ja, also Dubai hat sich erledigt, denke ich, für die meisten Unternehmer, ganz klar, das muss man sagen. Sicherlich, man kann sich überlegen, ob man dort noch persönlich wohnen bleibt, aber so toll ist es dann auch nicht. Ja. Persönliche Einkommensteuer gibt es nach wie vor nicht, will ich damit sagen. Ja, aber das ist ja nur ein Aspekt. Ja. Aber grundsätzlich als Unternehmensstandort aus meiner Sicht hat sich Dubai erledigt. Wir haben viele Mandanten, die jetzt nach anderen Lösungen suchen, von außerhalb von Dubai, außerhalb von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ja, das wird meiner Meinung nach die kurzfristige Erkenntnis sein und die kurzfristige Konsequenz sein. Ich wüsste nicht, wer jetzt dort noch ein Unternehmen gründen soll. Ich könnte es mir nicht erklären. Auf der einen Seite muss ich halt dann überlegen, lohnt sich der ganze Aufwand dann dafür, kann ich das nicht woanders dann günstiger haben. Ja? Also grundsätzlich Fazit, für viele hat sich dieser Standort erledigt. Ganz abschließend noch, wie kannst du Leute, die in dieser Situation sitzen und von dieser Besteuerung betroffen sind, unterstützen? Ja, also grundsätzlich unser Approach ist ja immer der, dass wir uns nicht auf ein spezifisches Land oder eine spezifische Jurisdiktion konzentrieren. Das haben wir noch nie gemacht. Ja, wir suchen immer die raus, die letztlich für den Mandanten die beste ist. Es gibt etliche Alternativen dazu. Also ich sage mal zum Beispiel jetzt 3-mal ganz schnell. Man kann in Spanien und in Portugal steuerfrei leben. Mit einer Gesellschaft in Malta zahlt man dort 5% Körperschaftsteuer, der Rest ist steuerfrei. Zweite mögliche Gestaltung, Leben auf den Bahamas. 1 Stunde Flug von Miami mit US-LLC, 0% Steuern. Leben in Südafrika, Firma in Singapur, da hat man ungefähr 4% Steuern. Ja, also es gibt viele attraktive Modelle, wo man jetzt nicht tatsächlich in Dubai, in den Emiraten leben muss. Und insofern ist es kein Grund, natürlich zu verzweifeln. Wir können dich dabei unterstützen, wir können dich dabei umfangreich beraten. Wir haben Anwälte, Steuerberater in den ganzen Ländern, die ich genannt habe und in weiteren, die hier die richtige Gestaltung mit uns zusammen für dich ausarbeiten können. Super, Sebastian. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke in das neue Steuersystem in Dubai und vor allen Dingen die Einblicke in, wo man alternativ hinziehen kann, wenn man von diesem System betroffen ist in Dubai. Vielen, vielen Dank nochmal. Habe mich gefreut. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.